Im heutigen Video testen wir die lettische Airline Air Baltic. Wir fliegen von Zürich nach Prag. Wir fliegen in der Business Class und ich zeige euch den Service an Bord und den Aufenthalt im Flughafen bzw. in der Lounge. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade gut in Zürich angekommen und jetzt geht es für mich weiter nach Prag. Wir wollen heute Air Baltic in der Business Class testen. Air Baltic soll sogar Internet an Bord haben über SpaceX mit Satellit. Das testen wir. Aber jetzt gehen wir erstmal hier in Zürich in die Business Class Lounge. Ich bin gerade in Terminal A angekommen und ich muss jetzt zu Terminal B. Auf geht's! Also ich bin da und ich muss dahin. Ach, da unten ist auch eine Business Lounge. Super. Auf nach B. B. So sieht's hier aus. Wunderbar schön, nicht wahr? Alles sauber und gepflegt. Toll. Schokolade, sogar mit Super Schokobohnen. Ist wohl noch ein bisschen. Transfer Desk B. Aha. Weiter geht's. Suncatcher. Ist schon recht groß hier. Ich laufe mindestens seit 5 Minuten und ich gehe nicht gerade langsam. Ah, sieht schon besser aus. B05 oder B06 muss mein Gate sein. Jetzt müssen wir aber noch eine Lounge finden, ne? Da sind die Lounges. Ich biege jetzt rechts ab. Ich bräuchte echt noch mal eine Landkarte. Da ist die Landkarte. Alles klar. Da bin ich gerade und ich muss hier irgendwo hoch. Weil hier sind die Gates, die wir suchen. Ne, Quatsch, die sind hier, da. 1 bis 10. Also die haben wir schon mal gefunden. Ah, da steht's. Business Lounge. Hin mit uns. Jetzt habe ich Lust, mich zu bewegen. Ich laufe die Treppe. Wir sind richtig, aber ich laufe halt immer weiter weg vom Gate. Naja, egal. Ich schaffe es, euch die Lounge zu zeigen. Oh nein, ist das wieder so voll. Oh, jedes Mal ist es so voll. Und los geht's. Hier sind schöne Sitzmöglichkeiten. Hier geht's noch mal hoch. Boah, ist das voll. Boah, ja. Alles voll. Alles voll. Gibt's denn das? Alles voll. Hier ist der WLAN-Automat. Na, immerhin habe ich meinen Flug gefunden. Prag 17:05 Uhr. Gate B05. Ich habe noch ein bisschen Zeit. 16:09 Uhr. Da oben ist noch die Ruhebereich-Area. Ist natürlich auch voll. Ja, hier kann ich euch einen kleinen Überblick geben, aber es ist so voll. Wie doof. Da hinten ist auch gemütlich. Da hinten gibt es Essen und Getränke. Und frisch gekochtes Essen. Also ist schon super cool, aber es ist halt viel zu voll. Ne? Unglaublich. Die Business Class Lounge ist so voll, dass ich nicht einen einzigen Sitzplatz bekommen habe. Überall sitzen Leute und halt auch mit Laptop. Ja, ist mir zu voll. Ich gehe jetzt einfach zum Gate, weil das Boarding fängt auch schon in 20 Minuten an. Dann sitze ich einfach da. Dort ist es bestimmt leerer als in der Business Lounge. Naja, ich wollte ja eigentlich gerne noch ein erfrischendes Kaltgetränk in der Lounge trinken. Dann muss ich das jetzt im Flugzeug machen. Bei Air Baltic gibt es nämlich auch Champagner, wenn ich mich recht erinnere. Und Air Baltic soll seit Februar 2025 SpaceX Starlink Internet über Satellit haben. Okay, wir fliegen maximal auch nur eine Stunde oder anderthalb. Aber seien wir gespannt, ob das funktionieren wird. Und ich habe hier Essen vorbestellt. Das zeige ich euch gleich. Die Rolltreppe kennen wir doch. Ich bin vorhin dran vorbeigelaufen. Jetzt nehme ich sie. B1 bis 10.
Einmal links rum. Da geht's lang. Ein langer Weg. Oh, mit Werbung für den Glacier Express. Mit dem bin ich auch schon mal gefahren. Stimmt gar nicht. Das ist gar nicht der Glacier Express. Das ist nur die Rätische Bahn. Das ist ein schönes Bild. Wir laufen über eine Brücke. Oh, sieht schon gut aus. Prag, 17:05 Uhr. B05, Go to Gate. Alles klar, machen wir. Ich war hier schon mal und da musste ich das letzte Mal Bus fahren. Und der Bus hat eine Folie, wo man nicht rausgucken konnte. Das war doof. Sogar hier ist alles voll. Wahnsinn. Da ist es. B05, Swiss nach Prag. Und da steht es. Operated by Air Baltic. Yeah! Also gerade läuft es nicht so wirklich. Unser Flugzeug soll erst in 35 Minuten da sein. Das heißt, über eine halbe Stunde Verspätung mit dem Boarding. Ja, und wie wir ja gerade gesehen haben, ist die Lounge auch noch voll. Ich sitze jetzt einfach in der regulären Wartehalle. Aber ich gehe davon aus, dass auch in diesem Flug der Spruch gilt, bist du an Bord, ist alles super. Weil die Crews hauen es immer raus. Und die Verspätung wird immer mehr. Jetzt sind wir schon beim Abflug um 18:20 Uhr. Bisher ist unser Flug auch nicht mehr am Gate angezeigt. Naja, die Zeit wird schon irgendwie rumgehen. Eine ganze Stunde noch warten bis zum Boarding. Ja, wird schon irgendwie klappen. Also die Swiss Lounge war ja zu voll. Aber hier ist die Mahaba Lounge und da steht Air Baltic. Das probieren wir aus, ne? Hier geht's hoch. Aspire? Nee, Aspire dürfen wir nicht. Aber Mahaba. Also ich bin jetzt in der Mahaba Lounge, war aber ein bisschen kompliziert, aber egal. Erstmal anstoßen, ein Kardinal. Prosit auf ein angenehmes Warten. Also, da steht Air Baltic ja am Schild. Aber es hat den Damen am Empfang natürlich nicht gefallen, dass ich das Ticket über Swiss gebucht habe, beziehungsweise über Lufthansa. Also mein Flug wird ja von Air Baltic ausgeführt. Aber da habe ich wohl gerade so einen wunden Punkt erwischt, weil ich habe ja kein offizielles Sky-Team-Ticket oder kein Emirates-Ticket, wofür Air Baltic auch fliegt. Ja, jetzt bin ich hier, aber lass es mir trotzdem gut gehen und beim nächsten Mal werde ich bestimmt nicht reinkommen. Da machen die dann ernst. Und so sieht es hier aus. Da hinten gibt es ein bisschen was zu essen, ein paar Getränke. Und das ist der ganze Raum. Und da kann man ein bisschen rausgucken. Die Sessel sind witzig. Hier, die Schaukel. Lustig. Und hier gibt es natürlich auch alles Mögliche. Strom. Unser Flugzeug ist mittlerweile gelandet und die Passagiere steigen aus. Das Flugzeug ist gerade mal 3 Jahre alt. In so einem jungen Flugzeug bin ich bisher noch gar nicht geflogen. Das wird ja aufregend. Ich habe gerade leider noch einen Nachteil der Merhaba Lounge festgestellt. Sie hat keine eigene Toilette. Man muss irgendwo draußen aufs Klo gehen. Die Swiss Lounge hatte immerhin eine eigene Toilette. Und sogar eine sehr saubere. Merhaba. Ach, da ist die Toilette. Direkt neben der Tür. Ach, was mir noch einfällt. In der Merhaba Lounge, als ich reingegangen bin, waren auch noch 2 Leute mit Priority Pass, aber mit Economy Class Ticket. Die wurden abgewiesen, weil zu voll. Die geben tatsächlich nur 2 Plätze frei für Priority Pass Mitglieder. Ich als Business Class Kunde war zwar nicht so gern gesehen, da ich das Ticket nicht über KLM oder Sky Team gebucht habe, aber man hat mich halt reingelassen. Also ich habe gut gewartet, war sehr angenehm, aber die Lounge kann ich im Vergleich zur Swiss Lounge nicht empfehlen. Go to Gate kommt uns doch bekannt vor, haben wir doch vorhin schon mal gesehen.
1,5 Stunden später. Und Bus fahren. Es gibt leider keinen Business-Class-Bus. Oh nein, es ist wieder ein Bus mit Folie. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Mist. Naja, immerhin ist ein Bildschirm in der Mitte. Da ist es. Air Baltic mit Fahne von Lettland. Sieht schon schön aus. Ja, gibt nur eine Rampe. Aber schöner Sonnenuntergang. Da ist das Triebwerk. Ist gar nicht mal so groß. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Flugroute. Wir starten in Zürich, der Hauptstadt der Schweiz, ein kleines Stück oberhalb der Alpen und fliegen dann in Richtung Osten in die Hauptstadt von der Tschechoslowakei nach Prag. Da ist schon Prag. Und hinein. Mini-Business Class. 2 Plätze für mich. Endlich sitze ich. Und da ist der Platz frei. Das Witzige ist, dieser Airbus A220-300 hat nämlich eine 2+3 Konfiguration. Und wenn man auf den Zweierplätzen sitzt, ist der Business Class Sitz frei. Woo! Eine kleine Erfrischung wurde bereits schon geliefert. Wasser und ein Reinigungstuch. Das brauchen wir ja nachher noch. Hier seht ihr nochmal die 2+3 Konfiguration. Unser Flugzeug ist ja gerade mal 3 Jahre alt. Es hat 148 Sitzplätze und es ist schneller als andere Flugzeuge. Es fliegt 871 km/h. Meistens fliegen die immer so 840. Jetzt wollen wir aber wissen, wie viel Beinfreiheit wir haben. Da kommt der Tisch und da kommen meine Beine. Ja, das ist absolut top. Hier kann man es gut aushalten. Den Sitzbreitetest brauchen wir ja eigentlich nicht, weil kann ja keiner neben mich. Nicht schlecht. Und da oben ist ein kleiner Bildschirm. Wie schön. Oh, es dauert wohl noch, bis wir loskommen. Da stehen noch so viele Leute. Los geht's. Auf zur Startposition. Da sehen wir unser Air Baltic Triebwerk. Und den Sonnenuntergang. Toll. Dieses Terminal ist in der Mitte vom Flughafen. Es ist wie eine Insel und von dort aus starten die Langstreckenflüge. Ich habe schon mal einen Langstreckenflug von Zürich aus gemacht. Da bin ich nach Chicago geflogen. Das verlinke ich euch gerne. War richtig cool. War auch mit Swiss. Sonnenuntergang und wir fliegen in Richtung Sonnenuntergang. Wir erreichen gerade unsere Startposition. Hier sieht man es, wir starten in die falsche Richtung. Los geht's. Power. Jetzt zieht er durch. Boah, der beschleunigt aber ordentlich. Wahnsinn, so schnell. Beeindruckend. Mach's gut, Zürich, aber wir fliegen noch mal eine Runde über dich. Sehr geehrte Fluggäste, bitte bleiben Sie angeschnallt sitzen, bis das Fasten-Seatbelt-Zeichen abgeschaltet ist. Wir empfehlen Ihnen, beim Sitzen stets angeschnallt zu bleiben. Bitte gehen Sie beim Öffnen der oberen Gepäckfächer vorsichtig vor. Bitte denken Sie daran, dass es sich hierbei um einen Nichtraucherflug handelt. Das gilt auch für E-Zigaretten. Und bitte beachten Sie, dass das Konsumieren alkoholischer Getränke, die Sie mit an Bord gebracht haben, nicht gestattet ist. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Jetzt habt ihr die ganze Ansage gehört. Dear guests, please.
So, jetzt müssen wir aber langsam mal die Kehrtwende machen, weil wir müssen ja in Richtung Osten und wir sind in Richtung Westen gestartet. Ja, das ist schon eine sehr steile Kurve. Aber hört ihr das, wie unglaublich leise dieses Flugzeug ist? Ist ja der Wahnsinn. Na gut, ist ja auch erst 3 Jahre alt. Oder ich sitze nur zu weit weg vom Triebwerk. Haha. Wir sind fast auf Kurs. Da hinten ist ein Prag. Und da sehen wir nochmal den Flughafen von Zürich. Hammer. Also ich muss ehrlich sagen, der Sitz ist wirklich bequem. Das kann man aushalten. Wir fliegen tatsächlich nur 1 Stunde. Jetzt beginnt der Service. Ich habe auch schon wirklich Hunger, weil ich esse hier immer um 18 Uhr und jetzt ist es 19 Uhr. Der Service geht los. Mein Essen ist da. Also, ich habe die geräucherte Lachsforelle bestellt. Und so sieht es auf dem Teller aus. Top, nicht wahr? Aber bevor ich anfange zu essen, brauche ich erstmal was zu trinken. Da kommen die Getränke und der Champagner. Champagner ist da. Prosit auf einen schönen Flug. Und auf einen tollen Lachs. Und hier seht ihr noch, welche Gerichte Swiss alle anbietet. Es waren sogar insgesamt 8 einzelne Gerichte. Getränke sind in Arbeit. Jetzt erstmal Hände waschen. Oh, das riecht nach Lavendel. Wie schön. So, jetzt geht's aber los. Boah, der Lachs ist mega. Schmeckt ja wie im Sushi-Restaurant. Wahnsinn. Hinter uns ist der Sonnenuntergang. Wunderschön, nicht wahr? Und dazu noch Lachs und Champagner. Geht nicht viel besser, oder? Also ich habe wirklich gut gegessen. Nochmal runterspülen. Aber jetzt müssen wir nach Features suchen. Weil Air Baltic wirbt damit, dass sie seit Februar 2025 Internet an Bord haben. Nämlich mit SpaceX Starlink Satelliteninternet. Das suchen wir doch mal. Oh nein, dieses Flugzeug hat kein Starlink. Und es ist schon Oktober. Schade. Jetzt habe ich gerade ein paar mehr Infos bekommen. Also es gibt schon Air Baltic Flugzeuge mit Starlink. Das Witzige ist, Air Baltic hat nur Airbus A220-300 Flugzeuge, ca. 50 Stück. Und einige davon sind schon umgerüstet. Aber bis Dezember, spätestens bis Sommer 26 sollen sie alle durch sein. Da muss ich wohl nochmal Air Baltic fliegen, nur um in der Luft ins Internet zu gehen. Aber einen ganz wichtigen Hinweis habe ich noch. Achtung! Bitte ladet eure Geräte vor dem Flug auf. Es gibt keine Möglichkeit, ein Handy hier zu laden. Aber hier sind Powerbanks erlaubt. Also ihr dürft eine Powerbank dabei haben, sie auch nutzen, müsst sie aber im Auge behalten. Ich glaube, der Steward mag mich. Ich habe jetzt schon das 2. Glas Champagner innerhalb von 10 Minuten bekommen. Er wollte mir die Flasche, glaube ich, auch dastehen lassen. Wir haben ja ca. 2 Stunden Verspätung. Aber das Coole ist, ich konnte schon mit meinem Taxifahrer schreiben, weil ich habe mir ein Taxi über Welcome Pickups bestellt und der erste Taxifahrer hat gesagt, er fährt nicht und jetzt hat mir der zweite Taxifahrer geschrieben, dass er meinen Flug auf dem Schirm hat und mich dann abholt. Also ich werde gut zum Hauptbahnhof in Prag kommen, weil da ist nämlich mein Hotel. Ist nicht mehr lange bis Prag, nur noch 32 Minuten. Also dieses kleine Display finde ich sehr angenehm. Ich mag es, auf einer Landkarte zu schauen, wo wir sind. Ja, ist nicht mehr weit. Die Alpen haben wir schon verlassen. Und da hinten ist das Grüne, das ist schon Prag. Da kam gerade ein lieber Gruß. Ich denke, mit 8 kleinen Täfelchen Schokolade darf ich mich zu Hause wieder blicken lassen, weil ich habe die Anweisung, wenn ich schon mit den Schweizern fliege, also mit Swiss, beziehungsweise Air Baltic führt ja den Flug für Swiss aus, dann muss ich auch Schokolade mitbringen. Also Schokoladenmission erfüllt. Langsam wird es schwierig mit rausgucken. Je dunkler es draußen wird, desto schlechter kann ich rausfilmen. Aber wir erkennen ja noch ein bisschen was. Da hinten ist der wunderschöne Sonnenuntergang und unter uns sind ganz niedliche Wolken. Die Landung wird vorbereitet. Ich habe gerade einen kleinen Gruß bekommen. Eine Swiss-Tüte. Super Swiss-Schokolade. Hammer! Ja, wie erwartet. Kaum ist man in der Luft,
geht die Party los. Und so sieht nochmal die Kabine aus, wo ich gerade sitze. Dort vorne rechts 3 Sitze. Und hier 2. Lustig, oder? Dieses schöne seitliche Licht sorgt dafür, dass die Bilder so aussehen. Ihr seht mich, ich spiegel mich. Schade. Tun wir so, als hätten wir meine spiegelnde Hand nicht gesehen und genießen einfach die Landung. Okay. Jetzt geht's ganz, ganz schnell runter. Boden, ich sehe Boden. Boah. Wow. Das hat aber geknallt. Aber ich bin sicher angekommen. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch zum Gate kommen. Mir fällt da gerade noch was ein. Falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen und euch mein Content gefällt, dann werdet doch Business Class Mitglied auf meinem Kanal. Dann seht ihr alle Videos, die ich filme, schon in 1-2 Wochen, nachdem ich sie gefilmt habe. Wir sind nun am Gate angekommen. Hinaus mit uns. Werden wir meinen Koffer finden? Und hinaus. Ja, es ist schon dunkel. Er hat noch ein bisschen was aufgeholt. Es sind keine ganzen 2 Stunden Verspätung. Es sind circa 1 Stunde 45. Oh, Revolut. Cool. Da habe ich ein Konto. Exit. Ich gehe einfach mal weiter. Da ist ein Koffer. Ich bin wohl richtig. Ist aber schön hier, ne? Hier kann man es aushalten. Nicht schlecht. Pilsener Urquell-Restaurant. Vielleicht trinke ich mal so eins. Okay, das machen wir. Ich habe nämlich ein Taxi gebucht. Da geht's raus. Ist noch ein Stück anscheinend. Da geht's raus. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Ah, da sind die Kofferbänder. Zürich, Bahn 24. Sogar bei den Koffern gibt es einen Duty-Free-Laden. Okay, wir können hier Geld wechseln. Ich habe mein Kofferband gefunden. Irgendwann kommt er hier raus. Ja, ich bin am Kofferband angekommen. Ja, also mir hat der Flug unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.